for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, dieser kleine hübsche Kerl, ist ein Riesengecko, Rhacodactylus lechianus, Mount Kogi Friedel-Linie für die Insider unter euch. Ist ein halbwüchsiges Männchen, soll es wahrscheinlich werden. Sind einfach wunderhübsche Tiere, also gerade der hat mir besonders gut gefallen. Den habe ich heute zufällig in die Hände gekriegt, ne, wenn wir uns die Zeichnung angucken. Hat so ein wenig diese Grüntöne drin. Manchmal haben die ja auch noch ein wenig so rosa Stich drin, das hat er jetzt nicht. Der hat jetzt eben so mehr so diese Camouflage-Zeichnung. Also bin ich absoluter Fan davon, hatte ich schon ein paar Mal mich dazu geoutet als Lychee-Fan und das ist nach wie vor so. Und deswegen wollte ich euch den heute mal als Intro-Tierchen zeigen. Ich habe mir wieder tatkräftige Unterstützung hergeholt. Der Wolfgang Schäberle, Professor der Gesundheitswissenschaften seines Zeichens, prädestiniert für dieses Thema Pädagogik, Kinder, Eltern bearbeiten. Du kennst die Problematik auch, oder? Aus deiner Kindheit? Oh, ganz live. Und ich wollte immer Reptilien haben als kleiner Kerl schon und habe dann angefangen mit diesem Büchlein hier. Das ist von 1975 und der Durchschlag, es hat also 4 Jahre gedauert, von 1979. Mit dem Büchlein habe ich meine erste Schlange bekommen. Okay. Genau, und da ist auch der Königspidon schon drin. Und mit dem habe ich meine Eltern bearbeitet, 4 Jahre lang, bis ich endlich ein Reptil bekommen habe. Und schaut euch mal diesen Königspidon hier an, die Qualität der Bilder. Ja, das waren andere Zeiten. Ja, da gab's kein YouTube, wo man ihr Kiddies oder ihr Jugendlichen, ihr könnt jetzt euren Eltern irgendwelche YouTube-Filme zeigen. Ja, damals hat man es noch mit so Büchern gemacht. Auch das habe ich probiert. Mein Vater, trotz Bücher, egal was, da gab es ein stures Nein. Also ich musste erst ausziehen, um mir den Traum der Terroristik verwirklichen zu können. Da sieht man mal, in welche Richtung. Du warst damals schon gut im, jetzt würde ich bald mal sagen, Menschen zu manipulieren. Oh, Stefan. Nein, im Überzeugen oder sowas. Möglicherweise, ja. Es war Herzblut und das wirkt immer, ne? Siehst, und deswegen, also ich könnte es euch nicht erklären, wie man die Eltern überzeugt. Ich habe es nicht geschafft. Der Wolfgang hat es geschafft und wird uns das heute auf wissenschaftlicher Basis sozusagen erklären, wie man das machen kann. Ja, Stefan, wissenschaftlich fundiert bedingt. Wir wollen das ja heute wirklich mit Leben und in der Praxis zeigen. Aber klar, das gibt die pädagogische Wissenschaft, die dahinter steht. Wenn wir schon bei dem Stichpunkt sind, warum das Ganze? Ich meine, jeder kennt es, der jetzt entweder selber in dem Alter von 12 bis 18, 20 ist oder Kinder hat in dem Alter. Und dann steht immer der Wunsch, oder bei vielen der Wunsch auf ein eigenes Haustier. Und das hat verschiedene Ebenen von der Begründung. Klar, man möchte das Tier als solches, in unserem Fall Reptilien, was die Sache nicht einfacher macht wie jetzt ein Hund. Aber die andere Ebene ist, dass es eben das Beginn mit der Pubertät des Erwachsenwerdens ist. Und hier kommt die Abgrenzung, das eigene Interessen durchsetzen, Verantwortung zu übernehmen, aber Verantwortung, die eben auch machbar ist von 12-Jährigen, anders wie von 18-Jährigen. Und hier ist sich die Pädagogik einig, dass ein Mensch erwachsen wird, indem er rechtzeitig intrinsisch motivierte, also selbstgewollte Verantwortung übernimmt. Und was gibt es da Besseres und Schöneres als ein Terrarientier? Wir haben ja nur immer so ein Problem, da gibt es noch die Gegenseite. Ne? Die Gegenseite in Form der Eltern, beziehungsweise die anderen Mitbewohner im Haus. Gell? Genau, ja. Und da sind ja Klischees gerade genug, warum man das unbedingt nicht halten sollte, ein Reptil. Und ich glaube, die rollen wir jetzt mal auf. Die rollen wir auf und geben gute Antworten, gute Gegenargumente. Absolut. Und immer wissenschaftlich begründet. Wissenschaftlich, genau. Klassisches Argument, Reptilien sind doch gefährlich. Guck, jetzt haben wir gerade so mit das Gefährlichste gesehen, sie können einen ankoten. Aua, aua. Ja, so typisches Argument aus der Pädagogik, ganz klar. Oder der alte Leitspruch, man kann nur schützen, was man liebt. Was man nicht kennt, hat man Angst, hat man Befürchtung. Und Reptilien kennen die Menschen nicht, daher kommen viele Vorteile und Gefährlichkeit.
Also ich könnte mich, glaube anstrengen, wie ich will. Wie soll der mich beißen? Und bei deinem Tierchen, wie sieht es da aus? Ja gut, beißen, eine Schlange kann beißen, ne? Aber so die klassischen Terrarientiere, Königspython und eben Bardergame, sind natürlich, ja, oder sagen wir, man nimmt ja in der Terroristik natürlich auch die Reptilien, die klassisch brav sind oder von Natur aus extrem umgänglich sind. Das entkräftet das Argument schon mal ein bisschen. Und jetzt aus medizinischer Sicht, wenn eine beißen würde, was passiert dann? Ja, dann hat man eben, wie wenn man sich sonst was in den Finger rammt, eine kleine Wundinfektion, die gleich desinfizieren, beobachten, das war's. Aber es kommt seltener vor, wie dass einem die Hauskatze kratzt oder der Hund beißt. Und pädagogisch gesehen, der beste Ratschlag, bringt die Eltern mit, gebt ihnen die Bardergamen oder den Python in die Hand, jetzt die Bardergame, dass sie die Wärme spüren, diese wirklich wunderbare Haut. Ich habe gerade zu Stefan gesagt, ich nehme die jetzt gleich mal mit und Preis sprechen wir später. Und klar, der möchte jetzt wieder zurück, darf er auch gleich, aber wo beißt er denn? Und es ist wunderbar, das mal zu spüren. Das sollte man unbedingt den Eltern ermöglichen. Bringt sie ins Geschäft, geht mit wohin, wo es die Tiere hat und tragt dazu bei, dass Vorteile abgebaut werden. Ne? Dass diesmal Anlagen und Anfassen, erleben spüren, können, selber Eltern die Schulter und Kinder. setzen. Bestenfalls wollen die dann und streiten sich mit euch, wer sie bekommt. Das wäre das Ziel der Didaktik. Ne? Ein Riesenargument ist natürlich immer das Aufwendige. Ne? Die Eltern sagen, ach, was das wieder Arbeit macht und am Schluss bleibt es dann eh an mir hängen und so. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich womöglich das größte Argument. Mhm. Und das Argument macht total Sinn. Deswegen ist auch hier die Reptilienhaltung vor allem in der Zeitspanne zwischen 12 und 18, wenn sie gewollt ist, genau die richtige Verantwortung. Weil den Ärger und den Streit gibt es dann, wenn das Kaninchen, der Hund, die Katze einfach zu viel Verantwortung darstellt und dann zwangsweise das an die Eltern hängen bleibt, das Tier abgegeben wird oder sonstiges. Bei einer Schlange, wie wir sie gerade wunderschön in Peitbolder gesehen haben, habe ich 3-mal in der Woche Wasserwechsel, habe einmal eine Fütterung, Kotentfernung, viel mehr ist es nicht. Also das ist eine Verantwortung, wo man einem 12-Jährigen übergeben kann und natürlich auch Eltern, klar, wo aber nicht überfordert, wo aber natürlich Selbstbewusstsein auch daraus wächst. Du meinst also auch vom Zeitaufwand her viel überschaubarer, wie wenn ich jetzt Hund, Katze, Kaninchen, was weiß ich was habe. Ne? Also klar, wenn man das auf die Woche runterbricht, dann ist das vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde mit Füttern. Genau. Maximal Stunde in der Woche, was dann dem Alter vielleicht gerecht wird. Gell? Und das Kind, der Jugendliche, ist damit nicht überfordert. Wie wenn er jetzt unbedingt einen Hund möchte, aber sich dann 2 Stunden am Tag mit dem Hund 3 Stunden beschäftigt. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, das dem Kind überhaupt zuzugestehen und zuzumuten. Mhm. Das Reptil ist eigentlich ein Einstiegtier für die Eigenverantwortung. Und um die geht es ja in der Pädagogik. Erwachsen, Eigenverantwortung. Mhm. Und da trägt das Reptil extrem dazu bei, aus dem Grund. Also das Argument zieht nicht. Gut. Dann haben wir das Argument Geruch. Ich habe jetzt mal extra hier ein Behälter, eine Box ausgewählt, wo so ein kleiner Kothaufen drin ist, ne? So ein Puphäufchen oder wie sagt man so in Umgangssprache. Müssen wir mal reinschnüffeln. Nichts zu riechen außer Holz vom Streu. Ne? Okay, ja. Und auch hier, wie vorhin schon erwähnt, die Fakten sprechen natürlich nicht dafür. So ein Kothaufen alle Woche bis 14 Tage, der ist sofort weggemacht. Überschaubare Verantwortung fürs Kind. Die zweite Ebene dahinter, man kennt es halt nicht. Und deswegen wird es erstmal abgelehnt mit irgendeinem Klischee des üblen Geruches einer Terrarienhaltung, die sich ja durch nichts bezeugen lässt. Ne? Ideale Verantwortung, aber auch im Kontext mit dem Kind zu sagen, du musst aber auch bitte sauber halten. Einmal die Woche ist übertragbar. Mhm. Ja? Und dadurch auch hier wieder die Terrarientiere aus unserer Sicht, Stefan meiner Sicht und viele andere das ideale Tier für 12 bis 18. Das ist ja unsere Zielgruppe ja heute. Ne? Haben wir, glaube ich, in der Kinderfolge auch schon mal gezeigt, den Kotweg mit einem Zeber oder mit irgendwas rausnehmen oder mit einer kleinen Schaufel oder irgendwas. Raus damit, eben einmal pro Woche, beziehungsweise einmal pro Fütterung oder wenn sie in der Häutung dann sogar, kann es mal alle 2-3 Wochen sogar sein. Absolut. Definitiv machbar und kein Geruch. Es riecht definitiv nicht, ohne das schön zu reden. Und als jetzt Seite der Eltern, man darf dann auch fordern, bitte halt sauber. Es ist jetzt nicht täglich Katzenklo aussieben oder irgend so Zeugs. Ne? Das ist wohl eine Aufgabe, die man einem 12-Jährigen zumuten kann. Wenn der drin ist, muss er raus. Genau.
Dann das Argument, dass man sich bindet, ne? Thema Urlaub, Wochenendausflug und so weiter. Lässt sich leicht entkräften, also Urlaub sowieso. Viele, auch Reptilienhandlungen bieten ja mittlerweile eine Urlaubsunterbringung an, die ist aber eigentlich gar nicht notwendig, je nach Länge des Urlaubs. Wir haben vorhin gesagt, 2-3 Mal in der Woche Wasser wechseln, eine Fütterung übernimmt vielleicht ein Nachbar. Es ist auf jeden Fall Über machbar. die Fütterung, die können wir ja sogar weg. Also das ist das, was ich den oder vielen als Sack, also mir bieten es an, die Urlaubspflege, aber ich versuche eigentlich den Leuten zu sagen, guck mal, ihr müsst ja wahrscheinlich auch die Blumen gießen. Also wenn man 1-2 Mal die Woche, jetzt sprechen wir von Schlangen, nicht von den Echsen, aber bei den Schlangen, 1-2 Mal die Woche das Wasser wechselt, dann ist eigentlich alles schon getan. Und wenn der Königspython 2 Wochen lang nichts frisst oder 3 Wochen, dann ist das auch wirklich völlig normal und okay und vertretbar. Ne? Also das ist... Ja. Und da sagt Pädagogik natürlich klar, das ist der ideale Zustand, um eben auch dieses Trennen von Bindung zuzulassen. Ne? Wenn das Kind hat jetzt zum Beispiel eine Katze, kein Thema gegen Katzen, aber und es geht das erste Mal in Urlaub oder einen Wochenendausflug, große Tragödie, meine Katze meint dies und jenes und wer versorgt sie, wer macht's? Bei der Schlange ist es für das Kind deutlich klarer, dass es diese Phasen einfach gibt, dieses Trennen, aber auch wieder Bindung, Verantwortung in dem Kontext fürs Tier. Eine tolle pädagogische Erfahrung, machbare Erfahrung. Ja? Keine Tragödien am Ende des Urlaubs. Ne? Und von daher auch hier wieder, wie sagt man, 3 Sterne von 3 oder 5 von 5 für die Reptilienhaltung bei Kindern und Jugendlichen. Dann haben wir das Problem der Lebendfütterung. Ne? Da werden natürlich Argumente kommen, um Gottes Willen. Die Schlangen muss man ja lebend füttern oder die Echsen. Haben wir zum Glück Alternativen. Gell? Heute überhaupt keine Notwendigkeit mehr. Bei den Schlangen gibt es heute wunderbares Frostfutter. Das war zu Beginn 1975 leider nicht der Fall. Da war tatsächlich Lebendfütterung angesagt, gab den Markt nicht. Heute muss man überhaupt nicht mehr lebend verfüttern. Und es sprechen sehr, sehr viele Argumente für die Totfütterung. Den Riesengecko, wo wir vorhin gesehen hatten. Das Intro-Tierchen, genau. Lebt, ja, Stefan, du? Nee, eben. Also klar, da gibt es jetzt diese Futtermischungen, die man mit Wasser anrührt oder sowas. Ja. Auch praktisch. Gut, jetzt die Badagam, die du vorher auf der Hand hast, da werden wir um die Heimchen und Grillen nicht drum rumkommen. Aber die fressen im Adultalter ja 80% Obst und Trocken und Salat. Und so. Vielleicht auch noch vertretbar, ne, dass man Heimchen grillen. Ein paar Heimchen. Noch verfüttert, beziehungsweise wenn man es nicht will, dann vielleicht auf Arten umsteigen, wie so Litchis oder so, wo man sogar komplett drauf verzichten kann. Gell? Und die Heimchen gibt es auch schon aus der Dose. Die gibt ja, aber das ist so eine Urlaubsübergangslösung. Funktioniert nicht so ganz perfekt. Nicht ganz so der Hit, aber machbar auf jeden Fall. Muss man spricht nichts mehr dafür. Auf nichts Lebendes zurückgreifen. Absolut, gibt es keinen Grund für. Dann das liebe Geld. Das ist ja bestimmt voll teuer mit der Terroristik. Gut, da müssen wir eine Kombination aus beiden machen. Ich behaupte, es gibt ein Einstiegsset, das kostet vielleicht, also gut, je nach Tier natürlich, aber sagen wir mal runde 200 €. Kommt drauf an, welches Tier ich will. Das Tier kostet zwischen 50 und 100 €. Also wir werden vielleicht irgendwo bei 200-300 € landen zum Einstieg. Ist das viel Geld? Ist das nicht viel Geld? Viel oder wenig, weiß ich jetzt nicht. Aber entscheidend ist doch, dass es eine Summe auf jeden Fall ist, die ein Jugendlicher in der Regel zur Verfügung hat und er eben bewusst sich überlegen muss, möchte ich es dafür einsetzen oder nicht. Es ist aber im größten Teil nicht unerreichbar. Und damit beginnt wieder der Prozess der Verantwortung, weil es hat ja eine Konsequenz. Wenn ich es kaufe, ist das Geld weg. Und auch das ist natürlich pädagogisch extrem wichtig, in der Größenordnung des selbstverfügbaren Gelds nicht fragen zu müssen, bekomme ich das für 500 €, sondern eben aus dem eigenen Portemonnaie das bezahlen zu können, ist pädagogisch unersetzbar. Ne? Also extrem wichtig. Weihnachten zum Beispiel oder sowas. Ich glaube, heutzutage die Kiddies an Weihnachten sind schnell mal 200-300 € zusammen. Ja. Und dann kann er selber entscheiden, schaffe ich mir das an, weiß dann genau, ein Jahr lang gibt es diese Summe wahrscheinlich nicht mehr, vielleicht nur zum Geburtstag ein bisschen, aber da muss er mal definitiv sparen. Das Geld ist weg dafür, er hat was bekommen und die Eltern dürfen nicht, oder wir Eltern dürfen nicht unterschätzen den pädagogischen Wert dieser Entscheidung, mit seinem Geld was zu tun, und dem sollte man zustimmen. Vor allem, wenn es die Reptilien betrifft. Ne? Immer Reptilien. Dann habe ich ein
Also aus meiner Sicht ein Punkt dafür. Ne? Ich habe jetzt die ganze Zeit die Gegenpunkte gebracht. Meiner Meinung nach ist ein Reptil perfekt für Allergiker geeignet. Ich selber, ich kenne mich aus, ich weiß, von was ich spreche, mit Neurodermitis und jeden Mengen Lebensmittel und sonstigen Allergien. Ich glaube, Reptilien sind perfekt und prädestiniert dafür. Prädestiniert, und mein Part ja die Pädagogik. Wie viele Kinder haben heute Allergien, haben Neurodermiten, haben Ähnliches, aber die möchten ein Haustier. Und sie möchten ein Haustier, das sie von sich aus entscheiden können und nicht gesagt kriegen, wegen deiner Allergie kriegst du das und das. Also bitte unterstützt oder unterstützen Sie, liebe Eltern, wenn Kinder Reptilien wollen und der Wunsch klar definiert ist. Es ist eine Option für Allergiker. Klar, eine Schlange, die Tiere selber werden keine Allergien machen. Eine kleine Gefährdung ist vielleicht bei Grillen, Schaben, hast du mir vorhin erzählt. Vielleicht? Eben vielleicht die, eben bei den Schlangen, also wie gesagt, ich kenne es von mir, fällt mir gar nichts ein, weil die gefrorenen Mäuse, da löse ich auch keine Allergie aus. Vielleicht minimal das Holz einstreue, dann kann ich alternativ vielleicht Erde nehmen oder ein künstliches, es gibt so Teppichböden oder so, die sehen so aus wie so ein Kunstrasen oder sowas. Manche halten sogar auf Zeitung, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, aber da kann ich selbst das Holz vermeiden. Bei den Echsen, die Echse selber wird auch 1000%ig keine Allergie auslösen oder auch die Schildkröte nicht. Die Futtertiere, das ist das, was ich zu dir gesagt habe, in dem Staub, diese Weizenkleie, mit denen man die füttert, beziehungsweise in Verbindung mit dem Kot, das sind Sachen, wo ich bei mir auch schon gemerkt habe, oh, da muss man aufpassen, Atemwege oder sowas, da merkt man vielleicht minimal was. Würde ich in dem Fall, wenn jetzt so wirklich Allergien bekannt sind, würde ich vielleicht halt auf Terrarientiere greifen, wo ich auch diese Futterinsekten, Schaben, Heimchen, Grillen umgehen kann. Beziehungsweise, ich glaube, Heuschrecken sind da wieder ganz gut, da hat man diese Kleie nicht. Die Heuschrecken sind relativ groß als Futtertiere. Ich könnte mir vorstellen, da kann man dann auch Bardergamen, wenn man Bardergamen hält, mit den Heuschrecken das ganz gut umgehen. Schildkröten? Schildkröten sowieso als perfekt. Genau. Ne? Der Riesengecko hat man vorhin. Der als Pflanzenfresser. Genau, Bardergame im hohen Alter, Pflanzenfresser. Ja. Also Möglichkeiten gibt es. Also was heißt, man kommt um die Allergien drumherum, sondern ein Reptil an sich ist völlig allergiefrei. Und diese Punkte, die wir jetzt aufgezählt haben, das sind, wie gesagt, aus meiner Sicht als Betroffener die einzigen Worst-Case-Szenarien, wo ich vielleicht minimal aufpassen muss, um wirklich auch der letzte allergische Reiz auszuschließen oder sowas. Gell? Aber sonst perfekt. Jetzt habe ich gerade deine Rolle übernommen. Weil aber sowas von gut, ich höre, jetzt als dein treuer Adept höre ich gerne zu. Bin ich mal der Fachmann. Ja, bist ja du auch in dem Bereich. Auf jeden Fall. So viel zum Thema Allergien. Ja, also. Die Klassiker, die ich immer wieder höre als Argumente dagegen, die haben wir jetzt behandelt. Ich weiß nicht, haben wir welche vergessen, übersehen. Wir freuen uns immer auf euer Feedback. Postet es unten drunter, was gibt es noch für Argumente gegen die Reptilienhaltung vielleicht. Dürft ihr gerne posten. Dürft auch sehr gerne Argumente für die Reptilienhaltung unten posten, die wir vielleicht auch übersehen haben. Das gängigste Argument, die sind ja alle voll glitschig, die Schlangen. Das haben wir nicht behandelt, weil dass dieses Tier nicht glitschig ist und nicht glitschig sein kann und sich auch nicht glitschig anfühlen kann, sondern das fühlt sich an wie so eine Handtasche letztendlich. Wunderschön. Wunderschön. Genau, das haben wir bewusst weggelassen. Jetzt habe ich es aber doch gesagt. Negativpädagogik nennt man das. Man sagt das, weil das bleibt sitzen. Das bleibt sitzen. Wunderschön, haben wir gesagt. Wunderschön. Ja, damit sind wir durch. Wolfgang, dir nochmal herzlichen Dank für deinen Besuch. Gerne. Für deine wissenschaftliche Beratung. Soweit, ja. Und gerne mal wieder was. Ich habe mit der letzten Folge beim Wolfgang, da hatten wir die Schlangengifte, genau, da haben wir schon danach gefragt, haben wir gesagt, wenn ihr Ideen habt, also wir haben hier einen terroristik-affinen Professor an der Hand, der sich mit Pädagogik und Gesundheitswissenschaften blendend auskennt. Wenn es irgendwelche Themen gibt in dem Bereich, wo er sagt, ach, das wäre doch mal interessant oder behandelt das mal, der Wolfgang muss mal wieder her, postet es unten.
können wir bestimmt mal wieder einen Termin machen. Gerne, Müssen finden wir wir vielleicht sicher was. nicht Ja, vielleicht ja. wieder 5 Jahre warten, Ja, sondern ja, kriegen wir früher. hin, ja. Schauen wir mal. Und vergesst den Daumen hoch nicht, abonniert unseren Channel, das hilft uns weiter, das ist unser Feedback. Bleibt uns treu und checkt die Reptilien. In diesem Sinne, ciao.